Also das Fahrwerk leistet hier schon einen super Job, einen super Job. Schöne Sache für ein Handy, aber ab iPhone 11, ich bin iOS-Nutzer, ist Schluss, mein 12er Pro Max passt nicht rein. Die Messer sind gewetzt im Kampf um die Krone der großen Abenteuermotorräder. Egal ob BMW GS, Ducati Multistrada oder eben Adventure von KTM. Die Österreicher haben ein komplett neues Motorrad entwickelt. Bis zu 90% haben die Mattighofner am Firmenflaggschiff verändert. Ja, die Nomenklatur setzt dabei auf bewährtes 1290 Super Adventure S. Nur eins bleibt gleich. Die Adventure ist Technologieträger und hat unzählige moderne Features an Bord. Wie sich der Bolide aus dem Alpenland fährt, die Ausstattung und wie immer, wie viel Spaß das Bike macht, seht ihr in diesem Fahrbericht. 160 PS, 1301 Kubikzentimeter, V2, natürlich mit Euro 5. Das ist der Super Duke Motor. Das Aggregat leistet 160 PS und bietet dem Fahrer stramme 138 Newtonmeter. Die Gasannahme erfolgt elektronisch, also Ride-by-Wire. Die Adventure wiegt 220 Kilogramm trocken, um die 240 komplett. Der 23-Liter-Tank, ja, der sorgt für eine vernünftige Reichweite. Zum Fahrwerk. Hier hat KTM absolute Hightech verbaut. Vorn semi-aktiv elektronisch von BP, serienmäßig mit Upside-Down-Gabel. Hinten arbeitet ein WP-Sat-Federbein, welches auch semi-aktiv ist. Bei den Bremsen setzen die Österreicher auf Brembo 4-Kolben-Bremssättel vorn mit 320 mm Scheiben. Hinten sorgen 2-Kolben-Festsattel mit einer 267er Scheibe für die richtige Verzögerung. Last but not least, die Serienreifen wurden speziell für die neue Super Adventure S entwickelt. Wer sich den Traum der Super Adventure S erfüllen möchte, muss rund 18.490 € auf den Tisch des Händlers legen, zuzüglich Nebenkosten. Will man noch das eine oder andere Extra wie Suspension Pro, frei einschaltbare Fahrmodi, Rally Pack oder Berganfahrhilfe, schnellt das Preisschild schnell in die Höhe. Dann können es auch gut 20.000 € sein. 2021er Modell. Und da hat sich einiges getan. 90% an dem Bike, sagt KTM, ist erneuert, wurde überarbeitet. Und das sieht man ihr jetzt schon vom Grunddesign ein. Sie sieht nicht mehr ganz so, ja, so ein bisschen pummelig aus, sondern hat richtig schöne Formen bekommen. Der Tank ist eine ganz interessante Sache. Dreimal geteilt. Einmal hier und hier. Und einen tieferen Schwerpunkt. Das soll eben, ja, bessere Fahrdynamik ergeben. Die sieht wirklich echt bullig aus. Voll LED, Kurvenlicht. Hier sieht man das ganz gut. Automatisch, serienmäßig. Auch ganz interessant. Die Adventure hat 2 Kühler, einen hier, einen da. Jeder Kühler für einen Zylinder. Ja, und vorne, ich glaube, ja, das ist Geschmackssache. Ob einem diese Lichtfront gefällt oder nicht. Ja, sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Insektenauge, aber top modern gestaltet. Hier vorne übrigens, das ist die Radareinheit für den adaptiven Tempomaten, der eben eine Abstandsregelung mit drin hat. Das hören wir uns doch jetzt mal an. Na, ready to race. Sauber und unauffällig. Aber die klingt gut. Also es ist ja immer das Schreckgespenst
des Euro 5 in aller Munde. Aber ich muss wirklich sagen, da kommt was. Tolle, bequeme Sitzposition, Kniewinkel passt hervorragend, schön breiter Lenker, man sitzt aufrecht. Ja, da kann ich mir echt lange Touren vorstellen. Hier einmal raufdrücken, dann heißt es ready to race. Und ein hervorragendes, super ablesbares 7 Zoll Modul oder 7 Zoll Display, das sogar in der Neigung verstellbar ist, ähnlich wie hier der Windschutz. Der kann hier vorne das Schild hoch und runter gemacht werden, sehr simpel. Und dann vollgepackt mit allerlei Elektronik. Hier links gibt es einen Menüschalter, ja, ähnlich sage ich mal wie bei einer Maus, 4 Richtungen zurück. Da gehen wir jetzt mal rein. Auch klasse, Seitenständer. Wird gewarnt, Seitenständer weg, Warnung weg. Finde ich gut. Ansonsten im Display seht ihr hier ganz klar Drehzahl, Ganganzeige, dann das entsprechende Fahrprogramm, in diesem Fall ist Offroad gesagt, Wassertemperatur ist auf Low. Unten die Temperatur, momentan Uhrzeit, Trip, gelaufene Kilometer, rechts die Tankanzeige, natürlich alles drin. Wir drücken einmal hier auf Menü und schon sind wir in einem super komplexen, ja, Computer. Das ist jetzt hier im Gegensatz zum Vorgänger alles sehr grafisch gestaltet, nicht nur mit Piktogrammen, sondern auch mit Bildern. Und durchs Runterdrücken kann ich hier links hoch und runter gehen. Trip-Info, also eine Art Bordcomputer. Dann habe ich hier nach rechts meine Fahrmodi, Offroad, Rallye, Street, Sport und Rain. Dann habe ich den ABS-Modus, den kann ich auch separat einstellen. Gut, zurück kommt man durch diese Taste, dann geht es weiter runter. Die KTM hat ein absolut volles elektronisches Fahrwerk, das man auch sehr genau einstellen kann. Aber da gehe ich jetzt gar nicht rein. Das ist, denke ich mal, eine Tagesaufgabe, Bedienungsanleitung und YouTube-Filme gucken. Ja, ansonsten KTM My White. Ihr könnt also das Telefon, ein Headset anschalten oder anbinden per Bluetooth. Ganz klasse gelöst. Hier eine Klappe für das Handy und drin ist sogar eine USB-Schnittstelle. Allerdings ein iPhone 12 Pro, das dürft ihr nicht nehmen, passt nämlich einfach nicht rein. Geht mir aber bei meinem Auto auch so, da passt es auch nicht in die Ladeschale. Das Ding ist einfach zu groß. Gut, was haben wir hier noch? Ja, Einstellungen. Es gibt hier einen C-Schalter, C1 und C2. Vielleicht kennt ihr das von Kameras. Da könnt ihr euch diesen Schalter separat konfigurieren. Favoriten und so weiter. Display-Thema. Also, ja, wie gesagt, da braucht man ein kleines Studium, aber wirklich absolut 2021 auf der Höhe der Zeit. Dann ist hier der Tempomat, in dem Fall radarbasiert, das heißt, er hält den Abstand konstant, wie ihr das einstellt zum Vordermann. Hier könnt ihr den Tempomaten einstellen, Fernlicht ist klar, auf der rechten Seite den Startknopf und hier Ein- oder Ausschalten des Systems. Wir schalten es mal aus und tschüss. Auf geht's. Ist heute super windig. Ich hoffe, dass das vom Ton her trotzdem funktioniert einigermaßen. Ja, das ist hier treibsandmäßig. So. Oh ja, hier wird echt toll kompensiert. Jede Bodenwelle. Und man sitzt ja fast königlich auf hohem Rosse. Also das Fahrwerk leistet hier schon einen super Job. Einen super Job. Und sie ist total handlich. Was an der neuen, ja an dem dreiteiligen Tank liegt und an der Gewichtsverteilung. Der Schwerpunkt ist nach unten gegangen. Wir schalten wieder in den Fahrmodus Street. Gasgriff schließen und schon sind wir drin. Und das gibt das Cockpit dann auch schön wieder, muss ich sagen. Auch sehr übersichtlich. Oh, ist das ein Wind hier. Grafisch sehr übersichtlich gestaltet, sodass man nur die nötigsten Informationen hat. Das, was man braucht. Der Quickshifter
arbeitet hervorragend. Also das muss ich wirklich sagen. Zack, vierte, dritte und hoch. Ohnehin fühlt sich die Schaltung alles andere als hakelig an. Die Gänge gehen butterweich rein. Oh ja, yippie! Sitzhaltung habe ich ja schon gesagt, echt total bequem, von den Knien her erhaben. Windschild sorgt dafür, dass das angenehm ist, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Also das muss ich echt sagen, das fühlt sich nicht an wie eine relativ schwere Adventure- oder Touring-Maschine, sondern halt wirklich unheimlich agil. So, jetzt schaue ich mal, wie das ABS reagiert. Oh, also zum Schluss, aber das kann an Folgenden liegen. Das ABS ist noch auf Offroad eingeschaltet und das bedeutet, denn ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, zum Schluss ist der Hinterreifen gekommen und das liegt daran, dass im ABS-Modus Offroad genau das ABS deutlich defensiver geschaltet ist. Also gehen wir noch mal ins Menü und gucken jetzt mal Fahrmodus Street. Aber der ABS-Modus ist auf Road, auf Offroad gewesen. Jetzt machen wir ihn wieder auf Road. Genau. Und dann haben wir die Traktionskontrolle, die ist auch an. Road und Offroad gibt es im ABS. Fahrmodus bleiben wir auf Street. Zurück und gucken, ob er es angenommen hat. ABS Road. Street. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal, denn das hätte mich jetzt auch echt gewundert, Freunde. Bei so einem modernen Motorrad mit so vielen elektronischen Helferchen, dass dort bei einer Vollbremsung der Hinterreifen kommt. Also eine Erkenntnis auf jeden Fall: Das Studieren der Bedienungsanleitung vor Einsatz des Motorrads ist dringend angeraten. So, versuchen wir es nochmal. Ja, jetzt habe ich es ganz sanft und nicht zu früh, nicht zu spät, sanft regeln gemerkt, ohne dass sich ein Rädchen schlecht benommen hat. Also das macht richtig Spaß. Richtig Spaß. Man weiß, man hat eine Maschine, mit der man überall durchkommt, die aber auf der Straße mit ihrem sehr potenten Motor halt auch zu Hause ist. Also die Gasannahme ist super direkt, was natürlich auch an dem Ride-by-Wire-System liegt, den die KTM hier hat. Das heißt, nicht mehr Gas geben per Seilzug, sondern alles über ein elektronisches Gas. Sehr direkt. Und das auch aus dem Drehzahlkeller raus. Kommt da einiges. Während der Fahrt kann man auch, indem man die rechte Menütaste drückt, zumindest durch den Bordcomputer gehen
ohne groß abgelenkt zu werden, sehr übersichtlich. Da gibt es zum einen das Reifenkontrolldrucksystem, das ist bei KTM das TPMS, die Wassertemperatur und, was ich immer sehr schön finde, die Öltemperatur. Bremst sehr dosiert, sehr, sehr feinfühlig. Wir sind etwas zu schnell. So. Grüß Gott. Ja, und im Jahr 2021 sind es nicht mehr die Supersportler, die eigentlich die Technologieträger sind für neue Bikes und für Entwicklungen, sondern das sind ja letztendlich die Adventure oder Tourer. Siehe BMW, die GS, siehe Ducati, Multistrada. Oh ja, die geht Spitzenklasse. Okay, V2, 160 PS. Da darf man auch was erwarten. Mit der KTM 1290 Super Adventure S spielt man gut und gern in der Königsklasse der Hightech Adventure Bikes mit. Wer das nötige Kleingeld parat hat, ist aufgenommen in der Klasse zwischen BMW GS und Ducati Multistrada V4. Beeindruckt hat mich vor allem die extreme Handlichkeit, die Power des V2, auch ja wirklich von unten heraus, und die durch alle Drehzahlbereiche vorhandene Dynamik. An smarter Elektronik und Gimmicks fehlt es der KTM natürlich auch nicht. Alles in allem ein absolut vollständiges Paket, welches sich nicht nur für den rauen Einsatz oder die längere Tour empfiehlt, sondern auch für das Cruisen zwischendurch. Und so wird meine Eingangsfrage einfach beantwortet. Ja, die KTM macht Riesenspaß.